Hi und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet hast für ein neues Video von der Leseratte. Bei mir geht es um Bücher und heute habe ich ein Buch von Sergej Lukjanenko dabei, Die Ritter der 40 Inseln. Dabei handelt es sich um ein Science-Fiction-Fantasy-Abenteuer für Leser ab 12. Die Lesezeit beträgt rund 5 Stunden. Das Buch ist 2011 im Heine Verlag erschienen. Als Vergleichstitel würde ich Der Herr der Fliegen von William Golding oder The Hunger Games, die Tribute von Panem von Suzanne Collins anfügen. Dann möchte ich euch kurz den Autor vorstellen, danach mache ich eine kurze Zusammenfassung und teile am Ende meine Gedanken über den Inhalt mit euch. Natürlich bin ich keine Expertin, es handelt sich da um meinen ganz persönlichen Eindruck. Dann lasst uns starten. Sergej Lukjanenko wurde 1968 in Kasachstan geboren, studierte an der Alma Ata Medizin und arbeitete lange als Psychiater, bevor er nach Moskau gezogen ist. Dort arbeitet er jetzt als freier Schriftsteller. Ich kannte ihn bisher nicht, aber das soll nichts bedeuten. In Russland ist er nämlich der bekannteste Science-Fiction- und Fantasy-Autor und Bücher aus seiner Wächter-Reihe wurden sogar erfolgreich verfilmt. Dann kommen wir zur Zusammenfassung der Geschichte. Ich versuche dabei auch nicht zu spoilern. Die Geschichte handelt vom 14-jährigen Dima, der glaubt, einen entspannten Sommerurlaub, vielleicht etwas langweilig in seiner Heimat in einer russischen Stadt zu verbringen. Und da hat er sich aber richtig getäuscht, denn durch einen magischen Vorfall gerät er auf eine Insel in einem Archipel aus insgesamt 40 Inseln. Diese Inseln werden von einem unendlichen Meer umgeben. Genauer gesagt landet er auf der Insel Nummer 36. Und auf jeder dieser Inseln gibt es eine Burg mit einem Wachturm und jeweils 3 Brücken, die zu einer Nachbarinsel führen. Und auf jeder Insel leben rund 1 Dutzend Mädchen und Jungen unterschiedlicher Herkunft und Alters. Die meisten sind aber so zwischen 11 und 13-jährig. Er wird dann in der Gruppe der Kinder auf seiner Insel aufgenommen. Es handelt sich dabei um eine paradiesische Insel wie in der Südsee. Dima glaubt, im Paradies angekommen zu sein, doch er täuscht sich da gewaltig. Denn die Kinder, die übrigens alle auf dieselbe Art und Weise wie Dima auf den jeweiligen Inseln gestrandet sind, müssen an einem tödlichen Spiel teilnehmen. Und zwar müssen sie jeden Tag auf den Brücken gegen die Kinder der Nachbarinsel kämpfen und dabei geht es um Leben und Tod. Das Ziel ist es, die Nachbarinsel und schlussendlich alle 40 Inseln zu erobern, damit man wieder nach Hause zurück kann. Daher, weil das noch niemandem gelungen ist, noch keiner Gruppe, sind einige Kinder schon jahrelang dort gestrandet. Während der ganzen Zeit werden die Kinder von einer unbekannten Macht beobachtet und sie werden bestraft, falls sie sich nicht verhalten, wie sie sollen. Das heißt, wenn sie die Regeln nicht befolgen. Es gibt davon 3 Regeln. Nummer 1, sie dürfen nicht weiterkämpfen, sobald die Brücken getrennt werden. Das geschieht jeden Abend. Man darf nicht absichtlich verlieren und man darf nicht zum Himmel blicken, wenn die Sonne untergeht. Sonst erblindet man oder wird eben auf andere Art und Weise bestraft, wenn man sich nicht an diese komischen Regeln hält. Dima fügt sich rasch in die Gruppe der Kinder auf seiner Insel ein. Sie nennen sich die Ritter des scharlachroten Schildes und die meisten Kinder sind wie Dima auch Russen. Es wird nämlich geguckt, dass die Kinder gleicher Herkunft auch auf den gleichen Inseln landen, aber nicht immer. Bei ihnen gibt es einen Engländer, der heißt Chris und er ist ihr Anführer. Chris ist auch schon ein wenig älter
Und das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Wenn die Kinder nämlich erwachsen werden, das heißt so 18, dann verschwinden sie auf magische Art und Weise, ähnlich so wie sie hergekommen sind. Zwischen Dima und seinen Kameraden entsteht eine enge Freundschaft. Das geschieht natürlich, wenn man täglich auf der Brücke um Leben und Tod kämpft. Da muss man sich auf seine Kameraden blind verlassen können und ihnen auch vertrauen. Als Dima seinen ersten Kampf bestreitet, trifft er auf Inga. Inga kennt er von seiner Schule. Es ist ein Mädchen, in das er heimlich verknallt ist, und Inga lebt auf der Nachbarinsel. Das heißt, sie gehört zu den Feinden. Das wird zu einem größeren Konflikt noch führen. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Dima will sich mit seinem Schicksal nicht abfinden, zumal es auch so aussieht, als würde er nie wieder nach Hause zurückkehren können, denn bisher, wie gesagt, ist es noch keiner Gruppe gelungen, alle 40 Inseln zu erobern. Dima sucht nach Schlupflöchern und Grauzonen innerhalb dieser Regeln. Er geht gerade so weit, dass er nicht bestraft wird. Er sucht nach dem Grund, warum er entführt wurde, wer seine Entführer sind und wie soll er es schaffen, jemals wieder nach Hause zu kommen. Nämlich was am Anfang eben so als Paradies ausgesehen hat, entpuppt sich dann im Laufe der Zeit als eine Hölle. So dies zur Zusammenfassung der Geschichte. Dann möchte ich gerne zur Interpretation kommen. In dieser Geschichte wird das Verhalten der Menschen im Falle einer Unterwerfung durch eine fremde Macht beobachtet. Es wird geguckt, wie sich die Menschen verhalten. Halten sie sich an die Regeln? Werden sie zu Verrätern? Wenn ja, wie kann man sie zu Verrätern machen? Da gibt es nämlich auch einige. Wie lehnen sie sich auf? Wie groß ist die Gewaltbereitschaft, um den Sieg zu erringen? Und es wird auch geguckt, was Gefühle wie Liebe und Freundschaft für eine Rolle spielen, denn diese Gefühle sind der fremden Macht unbekannt und suspekt. Sie fürchten sie sogar, denn Gefühle wie Freundschaft und Liebe lässt die Menschen völlig irrational und unberechenbar werden. Ja, und ich denke, in dieser Geschichte wird auch geguckt, wie Gesellschaften funktionieren, denn diese 40 Inseln repräsentieren eine Miniaturausgabe unserer Welt. Auf jeder Insel herrscht eine andere Form des Zusammenlebens. Da gibt es Demokratien, es gibt Diktaturen, es gibt sozialistische Formen des Zusammenlebens. Auch bezüglich den Regeln sind sie anders. Ich denke, die Geschichte behandelt den Raub der Unschuld. Für mich ist es nämlich so, dass ich die Kinder, die wie eine Familie auf der Burg leben, das innerhalb der Burg symbolisiert die Kindheit und die Kämpferei auf den Brücken, auf Leben und Tod, ist der Übergang, die Brücke ins Erwachsenenleben, in die harte Realität des Alltags. Die Kinder erleben auf ihren Inseln immerwährend gleiche Tagesabläufe, aufstehen, kämpfen, zurück zur Burg, essen, nächsten Tag wieder das Gleiche. Und das ist für mich ein Sinnbild des Gefühls der Ausweglosigkeit aus einer Situation. Wir alle, denke ich, haben das schon mal erlebt, sei es als Kind, wo man auf Gedeih und Verderb den Erwachsenen ausgesetzt ist und ihren Regeln, sei es eine Arbeit, die man nicht liebt und der man natürlich trotzdem nachgehen muss, oder sei es eine unglückliche Beziehung. Es gibt viele Formen der Ausweglosigkeit und ich denke, die zentrale Frage dabei ist, wie gehen wir im Einzelnen damit um? Lehnen wir uns auf? Versuchen wir auszubrechen? Oder folgen wir den Regeln? Nehmen wir alles hin, so wie es sein soll? Oder belügen wir uns?
Denn im Buch gibt es nämlich so einen Satz, den fand ich ziemlich bezeichnend. Eine Lüge, die muss schön sein, sonst glaubt sie keiner. Nur die Wahrheit kann es sich leisten, hässlich zu sein. Und es geht dabei darum, dass Dima den Satz nie mehr aussprechen darf, den er gesagt hat, nämlich es ist ja unmöglich, alle 40 Inseln zu erobern. Und Chris, der Anführer, hat ihn gebeten, dies nie wieder zu sagen, denn es ist fast so, als würde durch das Aussprechen der Wahrheit der Albtraum erst zur Realität werden. Und solange sie eben an die Lüge glauben können, besteht für sie noch die Hoffnung, jemals wieder nach Hause gehen zu können. Und nur dadurch ist es dann möglich, auch jeden Tag weiterzumachen. Hoffnung brauchen wir alle. Jeder hofft irgendwas. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, genug über das Buch gesagt. Jetzt komme ich notabene doch zu meinem Eindruck noch. Ich denke, das Buch, obwohl es jetzt nicht der letzte Schrei ist, es ist ja schon 2011 erschienen, ist sehr erwähnenswert und sollte auch in der heutigen Zeit mehr in Erinnerung gebracht werden, denn ich finde es alles in allem ein tolles Buch. Bereits ab der ersten Seite hat mich die Geschichte gepackt. Ich fand auch, Sergei Lukanjenko hat einen sehr lebendigen Erzählstil. Er hat auch viel Humor und Witz, die er in die Geschichte einfließen lässt. Mir gefällt auch der Ton des Autors. Ich finde, er hat eine sehr plastische Sprache und die Figuren wirken lebendig, obwohl sie auch nur anskizziert werden. Sie wirken lebendig dadurch, dass sie durch ihre Handlungen leben. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie die Inseln aussahen und wie die Kinder eben untereinander agieren. Dann gibt es Perspektivwechsel, die fast unbemerkt in die Geschichte einfließen. Sie blockieren sie überhaupt nicht, der Fluss geht weiter. Und das macht es dann auch noch umso spannender. Die Geschichte war auch sehr kurzweilig. Ich habe das gerade durchgelesen, von vorne bis zum Schluss. Das Einzige, was ich vielleicht als Kritik anführen würde, ist, dass ich mir manchmal einzelne Szenen, also die Szenen, die auf den Brücken vorgekommen sind, nicht so gut vorstellen konnte. Sonst, wie gesagt, konnte ich mir alles sehr gut vorstellen. Dann gab es gegen Ende der Geschichte viele Szenen, die ich überflüssig fand und die man durchaus hätte weglassen können, ohne dass es der Geschichte einen Abbruch getan hätte. So zog sich die Geschichte doch ein bisschen in die Länge und wurde unnötig aufgebläht. Und ich fand auch am Ende, auch hier wieder am Ende, handelten einige Figuren ziemlich widersprüchlich und auch unrealistisch, wenn man das so sagen kann. Es handelt sich ja um einen Science-Fiction-Fantasy-Roman, aber trotzdem fand ich es ein bisschen unglaubwürdig, wie die sich verhalten haben. Dann gab es doch einige Szenen, ich denke, die sind mir ein bisschen bekannt vorgekommen aus Filmen, und nämlich so, wie die Aliens ausgesehen haben. Das war schon ein älterer Film, der hieß The Arrival, oder auch die Szene mit der Kuppel, wo die Kinder beobachtet werden. Das erinnerte mich doch stark an die Truman Show. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Alles in allem kann ich nur sagen, mir hat das Buch sehr gefallen. Es hat mich auch überrascht und auch gefreut, jetzt diesen neuen Autor entdeckt zu haben, von dem ich sicherlich noch viele andere Bücher lesen möchte in Zukunft. So, dann bin ich jetzt wirklich am Ende angekommen und ich danke, dass du zugehört hast, und wenn dir mein Beitrag gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und sofern du keine weitere Sendung von mir verpassen möchtest, gibt es nur eines, nämlich den Kanal zu abonnieren. Vergiss nicht, deinen Kommentar zu hinterlassen, ich bin nämlich sehr gespannt darauf.
nun gibt es nicht mehr so viel zu sagen, außer auf Wiedersehen und bis bald, hoffentlich. Bleibt gesund und genießt das Leben. Tschüss!